Ja, also wenn noch ein bisschen was fehlt, was auf jeden Fall besser ist, als wenn zu viel drauf ist, wie gesagt, dann einfach nochmal oben drauf, das ist kein Problem. Die Wahrheit kommt auch ein bisschen mehr zutage, wenn man dann Farbe aufträgt, weil da werden wir nicht drum herum kommen. Auch wenn man jetzt Leather- und Plastic Paste einfärben würde, kommt man da nicht drum herum. Und jetzt füllen wir hier nochmal ganz leicht auf. Da ist noch so eine kleine Delle, die wir nicht haben wollen. Finger ist auch nicht verboten zu arbeiten, das ist ein gutes Werkzeug. Kann man so ein bisschen die Ecken ausstreichen. Genau. Und dann nochmal das Pad erhitzen. Wie gesagt, 400 Grad. Bei Echtleder volle Pulle drauf. Achso, ich wollte ja einmal zeigen, diese 2 Sekunden. Also so macht man das dann. Und dann bei Kunstleder, wie gesagt, dann die beiden Finger drauf, 21, 22. Und jetzt habe ich das Bedürfnis runterzunehmen. Dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Wenn ich nur 21 schaffe, dann ist es noch zu heiß. Ja, jeder empfindet natürlich Hitze anders, das ist klar, aber so ein bisschen als Hilfestützung ist das ganz gut. Und man muss sich dann bei Kunstleder auch einfach ein bisschen rantasten. Bei Kunstleder einfach ein bisschen rantasten nach und nach und gucken, wie man da so vorwärts kommt, ne? Genau, jetzt wieder diese 30 Sekunden, das ist halt immer so, das ist nicht irgendwie voll rumstehen, sondern man muss dem Material schon ein bisschen Zeit geben, dass es sich wieder trennt. Nichts Ärgerlicheres. Na gut, doch, es gibt bei der Lederreparatur noch 2, 3 andere Sachen, die sind gleichermaßen ärgerlich, aber das ist auf jeden Fall auch ärgerlich, wenn das eigentlich schon, das sah ja schon gar nicht so schlecht aus. Das war schon ziemlich zufriedenstellend und wenn man dann ja beim Verbessern es verschlimmbessert, ist natürlich immer ärgerlich und von daher lieber ein paar Sekunden länger hier die Hand mit leichtem Druck draufhalten und dann ist es besser. Also wenn man das allererste Mal drückt, also das erste Mal füllt oder das erste Mal einen Klebstoff reinmacht, dann sollte man nicht das mit dem Drücken so übertreiben. Also beim ersten Step ist es immer wichtig, dass man erstmal eine gute Verbindung hinbekommt, dass man die Beschädigung verschließt und stabilisiert und dann später sich um die Prägung kümmert. Aber erstmal braucht man ein bisschen Stabilität drin. Wenn man das gleich macht, dann überdehnt man die Schadensstelle und dann gibt's Fehlstellen oder wie auch immer. Also auch hier bei dem Loch, wenn wir nachher draufdrücken, wenn man da natürlich gleich von Anfang an volle Pulle reindrückt, dann dehnt man das Loch wird größer und dann hat man zu viel, hat man Lücken oder nicht genug Material drin oder wie auch immer und das funktioniert natürlich nicht, sondern erstmal muss man es füllen, verschließen und dann kümmert man sich um den Rest. Aber wir machen das gleich. Und ich habe hier 2 Löcher drin. Ich werde einmal die Leather and Plastic Paste einfärben, damit ihr mal seht, wie das aussieht, weil das ist ein toller Effekt und hilft einem wirklich beim Arbeiten. Und das zweite Loch machen wir mal ohne, damit ihr einmal seht, wie die Leather and Plastic Paste überhaupt funktioniert. Ich denke, da haben wir jetzt 30 Sekunden. Jawohl, dampft noch ein bisschen, aber das sieht schon besser aus. Genau, ich mache ein bisschen sauber wischen mit der Hand. Ich möchte jetzt ganz gerne hier mal eine Schicht Farbe drauf machen, damit ich das auch schleifen kann, weil sobald da Farbe drauf ist, kann ich das auch ein bisschen schleifen. Und hier ist aber eine abgesetzte Naht, die wollen wir schützen. Da gibt es einmal das Abklebeband für Nähte, das ist ein 1 mm Klebeband, das werde ich jetzt hier nehmen. Wir haben noch ein zweites Produkt, das Fadenschutzgel, das ist hier in so einer Tube. Das werde ich gleich mal zeigen, wie man damit arbeitet. Aber jetzt machen wir erstmal die Reparatur zu Ende, würde ich sagen, damit man einmal den sauberen Ablauf hat. So, habe natürlich insofern vorbereitet, dass ich das Klebeband hier liegen habe, aber ich habe nicht vorbereitet, zu gucken, wo der Anfang ist. So, also dann hier einmal die Naht abkleben. Ich werde oft gefragt, was ich davon halte, also was ist, wenn die Naht nicht abgesetzt ist, also die gleiche Farbe hat.
Ehrlich gesagt, ich finde, dass man das relativ schnell abgeklebt hat jetzt mit diesem Millimeter-Klebeband. Das war, bevor wir das Produkt hatten, eine andere Situation, aber jetzt geht das wirklich schnell. Und da denke ich mir immer, mach das doch eben. Das sieht irgendwie besser, neuer, originaler aus, wenn die Naht keine Farbe oben drauf hat. Auch wenn die Naht die gleiche Farbe hat, ist das natürlich so, dass man den Farbauftrag ein bisschen sieht. So, ne? Ging ja nur wirklich schnell. Das ist doppelseitig, das Klebeband. Das brauchen wir nicht, aber das ist so wir kriegen das so von, also ist ja nichts, was wir selber herstellen, das kaufen wir zu. So ein Klebeband. Und warum ich das erzähle, ist, dass wenn man das nachher wieder abmacht, dann löst man manchmal nur die Folie oben ab und eigentlich nicht das eigentliche Klebeband. Und dann sieht das so aus, als ob man die Naht doch schwarz gemacht hätte. Hat man aber nicht. So, jetzt unsere gemischte Farbe. In dem Fall dieses Schwarz. Und habe ich vorher auch schon gefiltert. Ich muss noch einmal aus dem Bild raus mir den Deckel holen, damit ich nicht da zu viel mit rumeier. Und dann mal ganz kurz Double Action. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, kommt erstmal nur vorne Luft raus. Und wenn man dann nach hinten zieht, oder so, wenn man nach hinten zieht, dann bewegt sich dieser Bereich hier. Hier ist eine Nadel, die ist durch die Schraube fixiert, öffnet hier den Durchfluss vom Becher und dann kommt vorne Farbe raus. Also so runterdrücken, nach hinten ziehen, kommt Farbe raus. So funktioniert diese Airbrush und die meisten anderen Airbrush auch. Zeigefinger empfehle ich immer. Viele, wenn sie das erste Mal so eine Hand haben, nehmen den Daumen. Mit dem Zeigefinger hat man viel mehr Kontrolle und man kann hier an der Seite nochmal den Daumen mit rannehmen und das ein bisschen so steuern. Und dann sollte man eben gucken, dass man so ein feines Sprühbild hat. Und man sollte immer in einem Außerhalbbereich anfangen zu sprühen, weil ein bisschen sammelt sich hier vorne die Farbe und dann hat man dicke, fette Tropfen, die man nicht haben möchte. Dann geht man in den Schaden rein. Man kann auch aus dem Schaden wieder rausgehen. Und dann viele dünne Schichten machen viel mehr Sinn als eine dicke Schicht. Das sieht dann so bemalt, lackiert aus. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen dünne Schichten. Dann kann man gleich schon so ein bisschen ausnebeln. Die Farbe passt auch vom Glanzgrad ganz gut. Finde ich ganz nice. Und dann passt das, genau. Und jetzt sehen wir, dass das schon gar nicht so ganz schlecht ist, aber eben auch nicht perfekt. Und hier haben wir so ein bisschen einen Krümel oder so ein bisschen, was steht da noch hoch. Das versuche ich jetzt mal mit dem Werkzeug hier. Das ist ein Dellen-Werkzeug, Kugelflachseite. Das ist auch mit in so einem Kit drin, aber das kann man, also das ist von uns, das Werkzeug, das kann man von uns bekommen. Da kann ich mal gucken, ob ich hier so ein bisschen das runtermassiere, dass man das ein bisschen flacher kriegt. Ist aber nicht der Fall. Und ich sagte ja, ein bisschen Farbe drauf machen, damit wir schleifen können. Also lieber das Schleifpad jetzt. Und dann mit wenig Druck. Wir wollen hier nicht zu viel kaputt machen. Das ist alles noch ganz jungfräulich, die Reparatur. Wir wollen hier so ein bisschen mit Gefühl rangehen und uns da langsam ranarbeiten und nichts kaputt machen. Genau. Ja, jetzt ist das schon viel schöner. Einmal entstauben, nicht vergessen. Man kann mit Entfetter entstauben, muss man aber nicht. Ich würde hier in dem Fall jetzt mal nicht so viel mit Flüssigkeit rumarbeiten wollen, sondern ich wollte da ganz gerne im flachen Bereich bleiben. Und jetzt was ganz Schönes, was man halt mit unseren Produkten machen kann. Man muss nicht die Farbe wieder runterholen. Also hier fehlt ja noch Füllstoff. Einfach Leather and Plastic Paste nochmal auf die Stelle, wo das fehlt, auf die Farbe oben drauf. Solange man noch keinen Abschlusslack drauf gemacht hat, bist du da ganz frei und kannst hin und her arbeiten und deinem künstlerischen Talent da freien Lauf lassen. Ich habe das extra ein bisschen gesagt mit diesem künstlerischen Talent, weil jetzt gibt's keine richtige Regel jetzt mehr. Wichtig ist,
dass man gut vorbereitet, gut entfettet. Das ist eine wichtige Geschichte und wichtig ist auch, dass man nachher Topcoat drauf macht mit Vernetzer und nicht nur glaubt, dass die Farbe hält oder Fresh macht das schon. Das wäre keine Profi-Reparatur, sondern solche Dinge sind wichtig. Viele dünne Schichten ist wichtig. Ein Zwischenschliff ist auch wichtig beim Auftragen von Farbe. Aber Leather and Plastic Paste auf Farbe, Farbe auf Leather Plastic Paste oder jetzt dann vielleicht doch mal zu Flüssigleder wechseln oder mit Filler anfangen und mit Leather and Plastic Paste die Reparatur zu Ende bringen. Alles kein Thema, das kann man alles machen. Die Produkte sind so aufeinander abgestimmt, die sind ja aus einer Familie und passen auch zueinander. Von daher hat man es da relativ leicht und muss sich deshalb auch keinen Stress machen, dass man, wenn man mit irgendeinem Füllstoff arbeitet, dass man da gleich die perfekte Füllmenge bekommt. Natürlich bespart man Zeit, wenn man das hinbekommt, aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das gelingt leider zu selten. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt habe ich ja Farbe drauf gesprüht. Jetzt seht ihr, dass das Prägepad auch ein bisschen mehr Halt noch hat, also sich ein bisschen besser mit der Oberfläche verbindet als vorher. Das ist auch hier so ein Leder, was so eine zumindest eine leichte Anti-Soiling-Ausrüstung hat. Deshalb war es ganz gut, das auf jeden Fall zu machen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Wunderbar. Das ist doch ganz schön. Genau, da können wir schon gleich unsere Airbrush-Pistole holen und wie gesagt, erst hier am Tuch sprühen, sich das Sprühbild angucken und dann hier rein. Wie viel Bar, werde ich oft gefragt. So, wir sagen immer so 1,5 bis 2,5 Bar ungefähr. Ein bisschen muss man das nachher auch für sich auspendeln. Und wenn man ein bisschen länger mit einer Airbrush-Pistole oder mit einer Handspritzpistole arbeitet, also an demselben Tag meine ich, dann kommt es natürlich auch manchmal vor, dass man manchmal, ja, dass sie schon ein bisschen verstopft ist und so, und dann kann man sie sauber machen oder die Barzahl hochdrehen. Ja, geil. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Schön, auch wenn was gelingt. Ne? Bevor wir die Löcher zumachen, switche ich einmal zu Topcoat. Also ein neuer Step. Deshalb, ja, kurzer Cut. Topcoat kommt als nächstes.